willkommen zum neuen Video. Es ist Anfang August, immer noch absolutes Niedrigrheinwasser. Und heute fahre ich mal ins Mittelrheintal, genauer gesagt zur Loreley. Das ist einfach eines der schönsten Gegenden überhaupt am Rhein. Und ja, können wir uns auch mal zusammen das Niedrigrheinwasser dort anschauen. Viel Spaß! Ja, die Bestellung klar. Der Verkehrsverbund bestellt. Was es aber gibt, ist, wenn du, das sind auch viele bodenpolitische Dinge, aber was gibt es, du kannst einfach mit dem Führerschein in die Fahrschule gehen. Ja, das ist schon sehr schön. Nee, das ist beginnend jetzt. Beginnend jetzt. Und da. Das ist nicht eine Sache, die eine Nacht ist. Das ist jetzt 2 Wochen beginnt und das gibt einmal so einen Höhepunkt. Dazu wohnen einfach. Ja, die schön. Die sind richtig geschlossen. Ich glaube, Deutschland hat mehr Schlösser als Amerika weg uns. Deutschland hat die meisten Schlösser der Welt. 25.000. Aus Elbig. 33 historische Feueranlagen. Frankreich hat aber auch sehr viel Sachwald, Westdorf, Bad Salzig, Ausstieg rechts, Exit right. Information zu RB 26 nach Mainz Hauptbahnhof, Abfahrt 15:56 Uhr. Heute ist keine Fahrradmitnahme möglich. Ja, willkommen in St. Goa. Richtig, richtig schön hier. Da drüben ist Burg Katz.
eine Burg aus dem 14. Jahrhundert oder aber irgendwann 17. bis 18. Jahrhundert stark zerstört, aber später wieder aufgebaut. Burg Maus gibt es ja auch irgendwo. Ja, Burg Katzen, Burg Maus. Da fährt die Fähre, aber die nehme ich nachher auch. Aber ich bleibe erstmal noch ein bisschen hier auf der Seite. Drüben kann man auch eine Sandbank sehen, aber ich glaube, die ist sowieso da. Meistens oder immer. Vielleicht jetzt mal noch ein bisschen größer. Schaue ich mir später mal genauer an. Aber es geht jetzt erstmal auf Burg Rheinfels, da oben auf dem Hügel. Und ich glaube, war ich einmal schon mal vor ein paar Jahren. Da oben hat man eine richtig schöne Aussicht hier auf das Mittelrheintal. Ja, da geht's jetzt hin. Ist schon ein bisschen anstrengend hier hochzulaufen. Es sind ja auch wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, aber über 30 Grad.
Auch wenn die Sonne gerade zum Glück nicht so durchkommt wegen den Wolken. Je te jure, on devient célèbre. Ouais. Et on a trop de l'argent. Ouais, avec son argent, je pense. Ouais. On serait encore mieux. Ja, das ist die Burg Rheinfels. In St. Goar. Richtig, richtig, richtig schön.
Jo, hab den Turm hier ganz mich alleine. Sehr cool. Und ich würde sagen, bei der Aussicht kann man nicht meckern. Ne, ist echt wahnsinnig schön. Ja, so wegen Niedrigwasser im Rhein, also für mich sieht das hier relativ normal aus. Beziehungsweise Sandbänke gibt es hier immer, oder so gut wie immer, oder ich kenne das nur so. Aber es ist natürlich trotzdem immer noch ziemlich akut. Ich glaube, die haben hier auch schon drastisch die Schifffahrt eingeschränkt. Auch wenn es gestern mal ein bisschen geregnet hat. Genau, habe ich ja eben erwähnt. Das ist da Burg Katz, die Kurzform für Burg Katzenellenbogen. Eben gebaut bauen lassen von Graf von Katzenellenbogen, glaube ich. Ja. Das ist die Burg Katz und da drüben, ähnlich alt, auch aus dem, ich glaube, 14. Jahrhundert, die Burg Maus. Aber ich glaube, das ist nicht der offizielle Name, sondern nur so ein Spottname. Eben in Bezug oder im Gegensatz zu halt Burg Katz, Burg Maus, beide ungefähr gleich alt. Und ich glaube, der Graf von Katzenellenbogen soll die Burg dann hier spöttisch als Burg Maus bezeichnet haben. Habe ich so auf Wikipedia gelesen. So, das war Burg Rheinfels. Geht jetzt wieder zurück runter nach St. Goar. So, ich bin jetzt hier direkt am Loreleyfelsen. Super beeindruckend hier.
Die Stelle ist ja echt nicht ganz ohne. Denn es hier ist so eine ganz scharfe S-Kurve. Also die ist nicht ungefährlich, egal bei welchem Wasserstand im Rhein. Es gab hier schon einige Unfälle. Zuletzt 2011, Januar 2011, da war hier Hochwasser. Und es ist ein Schiffstanker, glaube ich, gekentert hier in der S-Kurve. War aber auch wohl falsch beladen. Und ist hier dann in der Kurve gekentert und sind sogar 2 Schiffsmitarbeiter, 2 von 4 sind gestorben dabei. Ganz früher waren hier wohl auch noch einige Felsen im Rhein direkt. Die wurden irgendwann, glaube ich, vor 100 Jahren ungefähr oder so weggesprengt. Aber das heißt, die Stelle hier ist immer noch wohl die gefährlichste Stelle vom ganzen Rhein, habe ich mal irgendwo gelesen. Da oben ist die bekannte Freilichtbühne, dieses weiße Zelt da oben. Freilichtbühne Loreley wurde schon in den 30er Jahren gebaut. Habe ich eben erst auf Wikipedia gelesen. Und seit Mitte der 70er wird die für Rockkonzerte verwendet. Ja, ansonsten echt eine Traumgegend hier. Hier gibt es auch einen Campingplatz. Ja, ansonsten würde ich mal sagen, geht es mal langsam auf die andere Rheinseite und dann mal da hoch. Hier wirkt der Rhein auch noch eigentlich relativ normal. Korrigiert mich, wenn ich mich irre. Falls hier jemand zuguckt, sich das Video anschaut, der öfter hier ist, aber das Steinufer gibt es ja sonst normalerweise auch, glaube ich. In Köln ist der Rheinpegel heute, 4. August, bei 69 cm. Ich glaube, am Wochenende war da sogar nur auf 67 cm. Ich glaube, wirklich neuer Negativrekord. Auf jeden Fall eine Traumwandergegend hier, die Loreley. Und überhaupt so das ganze Mittelrheintal. Muss ich auf jeden Fall öfter machen.
Übrigens fahren eigentlich auch rechtsrheinig Züge hier entlang am Rhein. Linksrheinig und rechtsrheinig, aber drüben rechtsrheinig ist gerade für Monate die Strecke gesperrt. Ich glaube ab Koblenz bis runter nach Wiesbaden fahren dann jetzt nur Ersatzbusse. Was glaube ich schon echt ätzend ist für die Leute, weil es dauert dann echt viel länger, ist man dann da unterwegs. Linksrheinig ist aber zum Glück alles noch normal. Bin jetzt auch linksrheinig gefahren von Köln aus hierhin. Da ist wieder Burger Katz. Hier gibt es sogar einen kleinen Strand. Also das Ufer hier ist normal immer so, also exakt so weiß ich jetzt nicht. Obwohl die andere Seite wirkt schon echt ziemlich nah. Jetzt könnte man da einfach so durchlaufen, wenn die Strömung nicht wäre. Ich glaube, hier die Sandbank ist schon größer als sonst. Also im Rhein schwimmen ist nach wie vor verboten. Ich glaube, wenn man bis so mit den Füßen reingeht, sagt da glaube ich niemand was. Aber mehr sollte man da wirklich nicht reingehen, weil die Strömung ist auch bei Niedrigwasser immer noch nicht zu unterschätzen. So, ich gehe jetzt mal zur Fähre. Die ist gerade auf der anderen Seite, kommt dann gleich hier rüber. Fährt alle 20 Minuten hier ab. Der pendelt durchgehend hin und her.
Jo. Willkommen in St. Gorshausen. Also man könnte jetzt natürlich auch mit dem Bus hochfahren zur Loreley, aber ich laufe natürlich. Gleich gönne ich mir die Busfahrt auf den Rückweg. Hier gibt es noch eine kleine Landzunge. Da werde ich mal kurz rüberlaufen, bevor es dann gleich hier hoch geht, links. Und ich glaube, die Sandbank daneben, die ist schon deutlich größer als sonst. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Also das sieht mir echt hier nach absolutem Niedrigwasser aus. Da kann man hier zumindest in diesem Bereich hier schon eigentlich durchlaufen. Ich glaube, das kann man normalerweise nicht. Vor allem die kleine Sandbank hier kommt mir sehr unbekannt vor. So. Da geht es gleich hoch auf den Felsen. Kurzen Abstecher hier auf die Landzunge.
So, hier sind wir, La Loreley direkt. Unebener Fußweg zur Loreley-Statue, betreten auf eigene Gefahr. Ja, aber hier kann man eigentlich schon gefahrlos langlaufen. So, was haben wir hier? Die sagenumwobene Loreley. Ist nämlich nicht nur der Felsen, der so heißt, beziehungsweise der Felsen ist ja nach der Frau benannt. Die Loreley, eine Nixe, oder in einem Gedicht auch als Zauberin bezeichnet, und zwar dem allerersten Gedicht, das 1800 geschrieben wurde. Name habe ich jetzt vergessen von irgendeinem Schriftsteller. Aber bekannter ist das Loreley-Lied von Heinrich Heine, geschrieben um 1824, und geht halt darum, dass hier die Frau, die Nixe, die Loreley, da oben auf dem Felsen hockt und sie hat so Liebeskummer, dass sie sehr laut singt oder so und sich dabei die Haare kämmt, und die Schiffe, die hier vorbeifahren und den Gesang hören, die werden abgelenkt. Die Kapitäne gucken nach oben zur Loreley und sind dann gegen die Felsen gefahren, und sind die Leute ertrunken auf dem Boot wegen dem Gesang der Loreley. Das ist so ungefähr in ganz kurzer Fassung die Geschichte dahinter. Ja, da oben gibt es auch nochmal eine Loreley-Skulptur, und da geht es jetzt auch endlich mal hin. Ich bin hier ganz alleine. Und jetzt kommt noch ein richtiger Fun-Fact. Es gibt auch eine Loreley-Statue oder ein Heinrich-Heine-Denkmal, die eben die Loreley zeigt. Und zwar in der Bronx in New York. Könnt ihr gerne mal googeln, bei Google Maps eingeben. Heinrich-Heine-Denkmal. Kommt dann schon als Vorschlag New York. Und ja, da irgendwo in der Bronx in einem Park gibt es das Heinrich-Heine-Denkmal. Und ist ein Brunnen, wo eben auch die Loreley drauf sitzt. Und warum ist das in der Bronx? Es war eigentlich von einem Bildhauer gebaut für Düsseldorf um 1897 herum, wurde aber abgelehnt aus wahrscheinlich antisemitischen und nationalistischen Gründen. Denn soweit ich weiß, war Heinrich Heine jüdisch oder jüdischstämmig und wurde dann abgelehnt und kam dann irgendwie, warum es jetzt genau nach New York kam in die Bronx, weiß ich nicht. Aber sie steht da zumindest heute noch. Ja. So, jetzt geht's endlich mal auf die Loreley. Rheinsteig zur Loreley. Die Loreley-Felsenspitze, Kultur- und Landschaftspark Loreley. Und oben gibt es noch eine Sommerrodelbahn. Circa 30 Minuten. Ich hoffe, ich schaffe es schneller.
Jo, ich habe gerade richtig viel Spaß. Worauf habe ich mich da eingelassen? Am Ende des Tages noch so scheiß Treppen, ey. So, habe jetzt ungefähr 10 Minuten bis hierhin gebraucht. Hier gibt es eigentlich eine Panoramaterrasse mit Restaurant, hat aber wohl schon zu. Aber es gibt ja hier immer noch die eigentliche Aussichtsplattform. Boah, diese Scheißstufen, ey. Zum Glück sind die weg. Ja, hab die Aussichtsplattform für mich allein. Sehr schön. Jo, das ist so meine Aussicht. Das heißt also, rechts ist St. Goarshausen, links hier um die Ecke hinter dem Felsen ist St. Goar, da wo ich heute aus dem Zug ausgestiegen bin. Da unten die Landzunge bin ich eben lang gelaufen mit der Lorelei-Statue ganz am Ende. Das ist der Campingplatz. UNESCO-Weltkulturerbe, Oberes Mittelrheintal. Redlich verdient. So, da geht es noch ein bisschen weiter und ich frage mich, was ist das Ding da? Das muss ziemlich neu sein. Dieser, ein Würfel ist es ja nicht.
Ja, das ist die Loreley. Für mich echt eins der schönsten Gegenden von ganz Deutschland. Aha, da ist sie wieder. Und diese Ruhe. So, was ist das Ding jetzt hier? Das hat auf jeden Fall zu. Mythoshalle. Also wahrscheinlich ist das irgendwie, wo es ein bisschen was zu lesen gibt über die Loreley. Ja. Skurril. ...20.000 Schritte heute gemacht. Schon ordentlich. So, das reicht jetzt aber auch. Ich bin echt fertig und sehe auch echt fertig aus. Ja, danke fürs Zugucken. Lasst doch bitte ein Like da und ein Abo. Würde mich sehr freuen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hinterlasst gerne Feedback in den Kommentaren. Würde mich echt interessieren. Und ja, ich brauche jetzt was zu trinken. Bin echt fertig und ja. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.